Hallo, ein Segelboot ohne Segel ist wie ein Motorboot ohne Motor, nämlich nicht nutzbar. Deshalb gibt es heute ein neues Video auf meinem Kanal, in dem ich euch zeige, wie ihr das Standardrig für die New Micromagic aufbaut. In einem weiteren Video werde ich euch zeigen, wie man die Segel dafür vorbereitet und dann dort einbaut. Ich zeige hier meine Vorschläge. Dass ich für deren Umsetzung keine Haftung übernehmen kann, das wird klar sein. Bevor wir die Arbeiten am Hacker Standardrig beginnen, möchte ich euch auf ein Detail an diesem Rig aufmerksam machen. Mit der Produktion der New Micromagic wurde nicht mehr der von der Racing Micromagic her bekannte, sondern ein geänderter Großbaumbeschlag verbaut. Ihr seht hier das Standardrig des Bootes von Hacker und den Großbaumbeschlag. Dieser wird auf dem Deck verschraubt. Die Anlenkung des Großbaums am Beschlag entspricht insofern dem Beschlag der Racing Micromagic, als die Drehachse ebenfalls nicht auf der Mastachse liegt, wie man hier erkennen kann. Das bewirkt, dass beim Öffnen des Großsegels dessen Unterlieg entspannt wird und eine größere Segelwölbung entsteht. Der Unterschied am Beschlag ist dessen Befestigung am Deck, welche nicht kompatibel mit früheren Rigs der Racing Micromagic ist, wie ihr hier sehen könnt. Und damit ist die Handhabung des Segelwechsels geändert. Wie hier gezeigt, kann das Segel des Hacker Standardrigs abgenommen werden, während der Großbaumbeschlag am Deck fixiert bleibt. Diese beiden Bilder zeigen, wie im Gegensatz dazu bei den Graupner-Rigs das komplette Rig vom Boot abgenommen wird. Welches Verfahren man bevorzugt, ist vielleicht Geschmackssache, aber da aus Graupner-Zeiten noch viele Rigs vorhanden sind und deren Verfahren beim Rigwechsel also weit verbreitet ist, gibt es seit einiger Zeit passende Adapter. Und so können diese Rigs auch auf der New Micromagic weiterhin benutzt werden. Was auch deshalb interessant ist, weil diese Adapter auch die Verwendung von Rigs ermöglichen, bei denen die Drehachse des Großsegels auf der Mastachse liegt. Und auch von dieser Bauart gibt es zahlreiche Rigs, bei denen ja wie gesagt beim Öffnen des Großsegels keine Veränderung in der Segelwölbung eintritt. Mit dem Umstieg auf solche Adapter ist es dann aber auch getan. Da die Rigs bezüglich Stagen und Schoten identisch konstruiert sind, passen die nach Einbau des Adapters ohne weitere Änderungen. Soweit dieser Ausflug zu den Details des Rigs. Diese sind beim anstehenden Bau nicht von Bedeutung, aber besser, ihr habt schon mal davon gehört, denn meines Erachtens denkt man früher oder später über ein zusätzliches Rig fürs Boot nach. Vor dem Arbeitsstart ein Überblick über das Material. CFK-Rohre für Mast und Bäume, diverse Kleinteile fürs Rig, deren Zuordnung sich aus der Bauanleitung ergibt, sowie Silikonschläuche und Schnur. Ergänzende Materialien, welche ich gerne und auch beim Rigbau hier verwende, sind diese kleinen Ringe und Dyneema-Schnüre, beides im Anglerbedarf zu finden. Für die Verklebungen gibt es je nach Land verschiedene Marken und Anbieter. Beim Bau des Rigs kommt für die Verklebungen ausschließlich Cyanacrylat-Klebstoff zum Einsatz. Bitte beachtet die Verarbeitungshinweise für dieses Produkt. Zusammengeklebte Fingerspitzen oder anderes sind nicht so spaßig. Neben den Teilen solltet ihr die aktuelle Bauanleitung der Firma Hacker zur Hand haben. Fehlt euch diese, so könnt ihr sie von der Webseite der Micromagic Deutschland downloaden. Die Arbeit beginnt mit dem Zusammenbau des Großbaumbeschlags, dem Schritt 32 der Bauanleitung. Zuerst mal die Achse 225 in das Teil 23 einschieben und so lange in der Lagerung drehen, bis es leichtgängig geht. Dann die Teile gemäß Schritt 33 der Bauanleitung zusammenstecken und die Achse an den beiden Enden mit Cyanacrylatkleber im Teil 23 fixieren. Zuletzt die Platte Teil 22 an der Unterseite der Mastführung Teil 21 festkleben. Der in den Schritten 45 und 46 der Bauanleitung beschriebene Aufbau des Großbaums folgt nun. Meine Abbildung inklusive Tabelle erklärt ergänzend die Arbeit. Der Aufbau weicht insbesondere bei der Schotbefestigung vom Bauplan ab. Die hier gezeigte Lösung empfehle ich euch, weil sie unkomplizierter und leichter ist. Nun geht's an den Zusammenbau des Masts, dessen CFK-Rohr unverändert verwendet werden kann. Zuerst Teil 30 an einem Ende ins CFK-Rohr bündig einkleben, dann Teile 34 und 29 auffädeln. In den Großbaumbeschlag das weiße Kunststoffrohr 6 mm Durchmesser, 110 mm Länge einschieben. Großbaumbeschlag mitsamt Mast in die Mastführung auf dem Deck einsetzen und wie gezeigt in mittlerer Position festschrauben. Den Mast bis zum Anschlag in die Führung einschieben, die Teile 29 und 34 müssen auf dem Großbaumbeschlag aufliegen. Mit Klebeband die zukünftige Position des Teils 29 markieren. Und zwar mit einem Abstand von maximal 2 mm oberhalb. So wird später
Teil 34 genug und nicht zu viel Spiel haben, Mast etc. wieder vom Boot abbauen und dann Teil 29 an der markierten Stelle festkleben. Die Bohrungen im Teil 28 der Halterung des Vorstags am Mast werden mit 2 auf eine Länge von 10 mm geschnittenen Stücke des Kunststoffrohrs verstärkt. Teil 28 auf den Mast aufschieben und, wichtig, noch nicht verkleben. Die genaue Positionierung wird erst nach der Montage der Segel ermittelt. Der Metallbügel des Mastauslegers ist meines Erachtens unnötig lang und bringt so unnötiges Gewicht in die Mastspitze. Also, wie im Bild markiert, um etwa 2,5 cm kürzen und auch, wie abgebildet, noch eine Kerbe in die Oberseite des Auslegers einbringen, damit das Achterstark gut fixierbar wird. Teil 31 in die Mastspitze einschieben, Mastausleger einschieben und das Werk mit ein wenig Cyanacrylatkleber sichern. Die Silikonschlauchteile gemäß Schritt 47 der Bauanleitung zuschneiden und aufschieben. Für das Achterstark ca. 80 cm Takelageschnur ablängen, einen Klemmschieber auffädeln und ein Verbindungselement B gemäß Schritt 48 der Bauanleitung anfertigen. Achterstark auf dem Mastausleger befestigen. Letzter Bauschritt ist der Aufbau des Fockbaums. Auch hier sollen Bild und Tabelle die Schritte 52 bis 54 der Bauanleitung ergänzen, sodass ihr auch diese Arbeit erfolgreich erledigen könnt. Zuletzt ein Überblick über die Riggteile, die nun auf das Segel warten. Ich hoffe, mein Video zu diesem Thema hat euch gut informiert und auch Spaß gemacht. Ihr werdet immer wieder neue Videos zu diesem Thema der Micromagic auf meinem YouTube-Kanal finden. Also vielleicht bis demnächst.